So, meine Lieben, und nun endlich, damit auch mein Neffe bald wieder mit diesem super Set spielen kann, stellen wir euch das Set kurz vor und dann wird sofort wieder abtransportiert. So ist es, meine Lieben. Das Set, was ist das überhaupt für ein Set? Es ist das Lego-Set mit der Setnummer 4620, der Jack Stone Flughafen aus dem Jahr 2003. Ein wahres Schmuckstück mit 170 Teilen. Und ja, wir haben es uns gekauft, allen voran, um euch mal zu zeigen, was unsere neue Serie Perlen der Vergangenheit so drauf hat. Wenn ihr das Perlen der Vergangenheit. Genau. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaltet dort bitte ein. Ja. Und ja, wir haben jetzt, 2020 ist ja ein neuer Lego City Flughafen auf den Markt gekommen. Stimmt. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, den coolen Natürlich. mit den Achterbahnschienen auf dem Terminal. Wir haben uns aber gedacht, naja, den gibt es momentan nur eigentlich zum Vollpreis um 100 Euro. Der ist uns im Moment ein bisschen zu teuer. Und neu kann ja jeder. Und genau, wir sind ja passionierte Fans von alten Sets. Leider gibt es keine 9 Volt Flughäfen, das wäre auch eine gute Idee gewesen, oder 9 Volt Flugzeuge. Wir haben uns gedacht, wir schauen uns mal den Jack Stone Flughafen an. Und ja, wir haben ja schon gesagt, dass die Jack Stone Sets ziemlich billig sind. Wir haben für dieses Set, welches bitte komplett ist, bis auf den letzten Stein, eine Anleitung ausgedruckt, also da nicht die Originale dabei hat, 8 Euro bezahlt. Also das ist wirklich mal ein Schnäppchen. Und ja, wir haben uns gedacht, wir zeigen euch mal, was das Set so drauf hat. Dafür ist aber auch von diesem Herrn die Kappe angeknabbert. Also das muss man schon dazu sagen. Genau, hier war mal ein Hund oder ein kleines Kind am Werk. Ja, das ist aber, glaube ich, das Einzige, was bei dem Set nicht perfekt ist. Sonst ist es wirklich nett. Ja. Ja, also unter der Voraussetzung, dass ihr jetzt schon die Perlengeschichte gesehen habt, brauchen wir euch ja zu Jack Stone nicht mehr viel erzählen. Nur kurz, ich hatte 1, 2 dieser kleinen Autos als kleiner Junge. Wie sieht es mit dir aus? Nein. Bei mir war das ich war auf Belleville und nicht... Ja. Denke ich mir. Ja. Bei mir war das dann auch die Zeit, wo ich in meine Dark Ages gekommen bin. Vielleicht auch wegen dieser Serie, wobei... Ja, wir werden im Fazit dann sagen, was wir jetzt gut und schlecht finden, aber zuerst würde ich sagen, schauen wir uns das Set mal an. Und es ist wirklich, wenn man es vergleicht, zum Beispiel auch mit dem neuen Lego City Flughafen, ist zum Beispiel auch das Terminal hier extrem groß und geräumig. Also das ist gar kein Problem. Fangen wir aber mit den kleinen Details an. Und zwar, die Minifiguren haben wir jetzt gar nicht für euch positioniert, aber ihr könnt es euch denken. Es ist zuallererst mal so ein Servicefahrzeug oder sowas in der Richtung hier mit dabei. Relativ einfach, ihr kennt die Geschichte bei Jack Stone. Es ist hier ein großes weißes Karosserieteil. An das werden 4 Reifen gesteckt und dann hat man noch vorne und auch auf der Seite 3 gleiche Teile für die Stoßstange und für die Tür oder sowas. Dann gibt es noch ein Lenkrad und hier haben wir sogar hinten noch eine Kiste mit einer Überwachungskamera in Orange, die in Orange gar nicht mal so oft vorkommt. Denke ich mir. Und hier, ich bin ja schon ein Kenner. Ja, sie lernt wirklich sehr viel, das muss man schon sagen. Hier haben wir auch noch unseren Kollegen drin. Die Figuren werden wir euch gleich dann nochmal im Detail etwas genauer zeigen. Das ist so ein Flugzeugmechaniker oder ein Kameramann oder ein Pilot, wir wissen es nicht. Wer ist jetzt eigentlich von denen immer der Jack Stone? Jack Stone ist der Typ, der hier auf der Brücke steht. Er wartet schon auf seinen Einsatz. Es ist ja immer irgendwas nicht in Ordnung in dieser Spielwelt. Und da haben wir unseren Jack Stone. Viele verwechseln die Minifiguren immer mit den alten Technikfiguren. Sie sind aber ein bisschen kleiner. Eigentlich ganz schön designt hier mit den Aufdrucken. Das Logo wurde, glaube ich, später sogar bei irgendwelchen Space Police oder Ultra Agents Sets verwendet. Er ist auch auf der Rückseite bedruckt beim Oberteil und hat eine coole Frisur. Ich wollte gerade sagen, die Frisur erinnert mich ein bisschen an meinen Bruder. Ja, er sieht deinem Bruder wirklich verblüffend ähnlich. Also, vielleicht ist er der eigentliche Jack Stone. Das ist so ähnlich wie bei Batman oder bei Spider-Man, da weiß ja auch niemand, wer er eigentlich ist, aber er wartet hier jetzt auf seinen Einsatz. Jetzt wird mir alles klar. Wer weiß, liebe Freunde. Wir werden ihn mal fragen und werden ihn ein bisschen verfolgen.
Ich glaube, ich rede ihm das nächste Mal einfach mal mit Jack an und schaue, ob er darauf reagiert. Dann haben wir hier einen ziemlich großen Hubschrauber. Das ist wirklich ein großer Hubschrauber. Und ja, also ganz generell, die Sets sehen natürlich im Vergleich mit anderen Sets hier heute ein bisschen schäbig aus von der Weite. Ich wurde sogar schon gefragt, ob das Fake-Lego ist, aber nein, das ist alles original, wie gesagt, aus den frühen 2000er Jahren. Wir haben hier einen großen Hubschrauber, der auch mit relativ vielen Formteilen gebaut wurde. Wir haben hier einmal auf der Rückseite so eine Ladebucht, wo man was reingeben kann. Und hier vorne dasselbe Teil in transparent einfach umgedreht, wo hier unser Kollege, der Helikopterpilot, drin sitzt. Ich finde das ja so cool, ich zeige das jetzt auch noch kurz gleich her. Die Anleitung, wie wir schon in Perlen der Vergangenheit gesagt haben, ist ja sehr kurz. Und wenn man sich das ansieht, man hat wirklich nur eine Seite für Auto und für Helikopter. Also ich finde das ja genial. Ja, es wird einfach alles nur zusammengesteckt. Dasselbe ist beim Flughafen und beim Flugzeug selbst. Also das ist wirklich ganz einfach. Jeder Zweijährige kann das, glaube ich. Da ist heutzutage jede Duplo-Anleitung komplexer aufgebaut. Viel aufwendiger. Und ja, also auch eigentlich, man kann es, glaube ich, sogar auch ohne Anleitung aufbauen, wenn man weiß, wie das Set ausschauen soll. Auf einer Seite der Flughafen. Ja. Aber es war damals halt alles auch sehr praktisch. Es sind ja nur 170 Teile, sehr viele Formteile, die auch nur bei diesem Set vorkommen. Wir haben schon gesagt, dass Lego sich damals wirklich finanziell wahrscheinlich fast in den Ruin getrieben hätte mit den Teilen. Also es sind wirklich viele Teile dabei, die sonst überhaupt nirgendwo vorkommen. Beispielsweise auch bei diesem Flugzeug, was, glaube ich, komplett bedruckt ist. Das müsst ihr euch vorstellen. Jedes dieser Formteile ist bedruckt. Wir haben einerseits die coolen verchromten Turbinen hier, die kennt ihr, glaube ich, von anderen Sets auch noch. Und dann haben wir hier wieder dasselbe Teil wie beim Hubschrauber. Einmal hier vorne, um das Cockpit zu öffnen, wo unser Herr Kollege, der Flugzeugkapitän, Platz genommen hat. Auch eher spartanisch von der Einrichtung, als ob das Flugzeug so sicher ist, weiß ich nicht. Hier hat er zwar so ein paar Instrumente, aber nichts Besonderes. Das ist lustig, das ist nämlich wirklich ganz bedruckt und nur hier siehst du es bei den Türen. Das war ein Aufkleber. Ja, hier ist, glaube ich, auf der Seite, das müsste man in der Anleitung, wir haben leider das Set nicht original verpackt gekauft, aber das sieht so aus, als das ist nicht ganz gerade aufgeklebt, wie wenn das ist das zweite Fenster. Denn das ist eigentlich weiß hier in der Anleitung. Das ist ein Aufkleber, in der Tat. Und ich habe, glaube ich, beim gestrigen Video gesagt, dass es keinen Aufkleber gab. Das ist dann wahrscheinlich nicht ganz richtig gewesen. Aber vielleicht hätte man es ja auch so aufbauen sollen, ohne die Aufkleber, weil die Aufkleber sind hier gar nicht drinnen. Verwirrend. Wirklich sehr verwirrend. Also was das sein soll. Zurück zum Programm. Wir haben hier auch wieder hinten dasselbe Teil mit einem anderen Druck, um diese Ladebucht hier zu öffnen, wo auch wieder nichts drinnen ist. Wir hätten da schön was reingeben können. Und dann haben wir auch den Mittelteil des Flugzeugs, übrigens dieser was das hier sein soll, dieses Ruder, das habe ich noch nie bei einem Flugzeug gesehen, außer vielleicht bei einem Kampfjet. Bei richtig coolen Flugzeugen. Sieht sehr futuristisch und cool aus, aber man kann auch hier diesen Mittelteil öffnen. Man kann das natürlich nicht beladen, weil wir haben keinen Gabelstapler oder ähnliches dabei, aber hier, auch dieses Teil ist bedruckt, das kann man abnehmen und dann kann man das Flugzeug hier beladen. Mit hier der unten Kiste. noch, genau, zum Beispiel mit der Kiste das Fahrwerk. Also eigentlich ein relativ großes Flugzeug für wenig Geld. Also mir gefällt zwar nicht, dass hier nicht mal Scheiben eingebaut sind, sondern dass alles so zu sind. Ich habe dir gesagt, es sind 5 Minifiguren dabei und Rita hat die letzte Minifigur gar nicht gefunden, weil sie nicht gewusst hat, dass hier noch der Kollege, unser Pilot, drinnen Platz genommen hat. Aber was soll man da großartig sagen? Der macht einen Blindflug. Ist das Flugzeug, er muss wahrscheinlich, seine Instrumente, der Autopilot wird ihn schon irgendwie zum Flughafen bringen. Dann schauen wir uns noch den Flughafen an. Wir haben hier relativ viel oder auf der anderen Seite auch wenig zu besprechen, je nachdem, was ihr da interessant findet. Also vom Aufbau her sieht der ja ähnlich aus wie eine Feuerwehrstation oder so. Es sind hier
an den Ecken immer diese großen Säulen, die auch aus einem einzigen Teil bestehen, immer 4 an der Zahl, und dann wurden hier immer diese Ebenen, die auch immer ein einziges Teil in Grau sind, eingefügt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal dasselbe. Also zum Aufbauen ist das wirklich sehr einfach. Wir haben hier, das weiß ich gar nicht genau, was das sein soll. Ich glaube, das ist die Gepäcksabfertigung oder die Sicherheitskontrolle. Das sieht so nach einer Art Waage aus. Und hier, glaube ich, ist ein Computer mit einem runden Bildschirm. Und hier hinten vielleicht noch einen Schraubenschlüssel. Eine Art Scanner. Ja, ich glaube, das ist das Gepäcksband oder sowas in der Art. Das ist natürlich ein bisschen mit Fantasie behaftet, aber gut. Oben im ersten Stock auf der Aussichtsplattform steht unser Kollege Jack hier mit der Antenne, damit er weiß, wo alle Flugzeuge herumfliegen. Was ich cool finde, sind diese großen Fensterscheiben. Ja, die sind leider, wenn ihr genau schaut, schon ein bisschen zerkratzt, aber die sind auch wieder bedruckt. Nur eine, die auf der Seite sind nicht. Die kommen, glaube ich, auch nicht in allzu vielen Sets vor. Und das sind wirklich riesengroße Fensterscheiben. Also wenn ihr mal sowas braucht, dann schaut bei der Jack Stone Serie vorbei. Hier oben am Dach haben wir dasselbe wie hier unten. Wieder so Computer. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Radarschüsseln oder Satellitenschüsseln für den Fernseher. Und hier ganz oben das große Radar. Vielleicht kennt ihr diverse U-Boote oder auch Raumschiffe, zum Teil sogar, glaube ich, bei der Star Wars Serie kamen die dann vor. Die sind bei Jack Stone das erste Mal vorgekommen, diese Teile, und wurden dann später bei anderen Serien verwendet. Genauso übrigens diese hier, die kennen manche vielleicht von euch noch aus der Alpha-Team-Serie. Da wurden die für die Helikopter als Rotoren verwendet. Und hier als Leuchten? Hier als Leuchten, und der Helikopter hat so ein schwarzes Propellerteil. Ganz seltsam. Also man weiß nicht genau, was damals mit Lego los war. Wir haben schon drüber gesprochen. Ja, alles ein bisschen komisch und aus der Welt gegriffen. Oben in der Mitte im ersten Stock haben wir einen sehr einfach gebauten Kontrollturm. Das sind auch die wenigen originalen Lego-Teile, die hier in dem Set vorkommen. Sonst kann man im Prinzip alles wegschmeißen, wenn man Lego-Purist ist. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Aussichtspunkt, hier mit einer Fahne und mit einem, dem Mechaniker oder was immer das sein soll, der die Kappe angeknabbert hat. Vielleicht ist das aber auch so cool. Ihr wisst ja, zum Beispiel in den 1990er Jahren hat man sich bei den Kappen ja immer das Schild so ein bisschen nach unten gebogen. Da ist ja, wenn man so mit so einem geraden Schild herumgelaufen ist, ist man das war nichts zu machen. Vielleicht wollte er das tun und irgendwie die Kappe hat sich da ein bisschen bewegt und gewellt. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Das kann natürlich sein. Zu guter Letzt haben wir den Cargo-Terminal des Flughafens oder was auch immer. Wir haben hier noch eine orange Kiste, die allerdings leer ist. Dann haben wir 2 Gasflaschen oder Benzinflaschen oder was auch immer, Kerosin, ein Schraubenschlüssel und dann so eine coole Flugzeugbetankungsgeschichte, wo man hier den Schlauch abnehmen kann und dann so tun kann, als würde man das Flugzeug auftanken. Und somit habt ihr mehr oder weniger alles gesehen. Ich möchte euch nur kurz zeigen in unserer tollen Anleitung. Es war damals wirklich alles sehr einfach. Ist auch noch, wir haben die Schachtel leider nicht mehr, aber wenn man die Schachtel umgedreht hat, war auf der Innenseite eine Landebahn. Also man hat sich damit auch im Prinzip die Landebahn gespart, denn die war in der Schachtel drin, was auch sehr praktisch ist. Und Rita zeigt euch noch den coolen Comic, denn es gibt zu jedem Jack Stone Set eine kleine Geschichte, wie ihr vielleicht in der Fernsehserie oder der Werbung schon gesehen habt. Es ist ja immer irgendein Problem, irgendjemand kann etwas nicht, sei es der Polizist, sei es der Pilot oder was auch immer. Und hier am Flughafen ist natürlich auch wieder was nicht in Ordnung und unser Kollege, der Jack Stone, muss hier für Ordnung sorgen und hat teilweise schon etwas skurrile Ideen. Ja, ich glaube, also wie ich das jetzt gecheckt habe, ist, dass irgendwie der den Helikopter mit dem Flugzeug zusammenbaut, wieso auch immer, und dann irgendwie da einen Jet draus baut. Ich glaube, Rita fehlt in dieser Hinsicht etwas an Fantasie. Die männliche Die Geschichte Fantasie ist doch ganz klar. Halt es nochmal für unsere Freunde in die Kamera. Ja.
das noch größere Passagierflugzeug, das Orangene, welches wir leider noch nicht haben, die Betonung liegt auf noch, möchte gerne landen. Die Landebahn ist aber blockiert. Das grüne Flugzeug, welches wir haben, und auch der Helikopter, welchen wir auch haben, blockieren den Flughafen und die Landebahn. Oje. Keiner weiß Rat. Es ist auch wahrscheinlich kein Pilot da, der irgendwie diese Gerätschaften aus der Bahn bringen könnte. Das Flugzeug oben hat nur mehr ganz wenig Treibstoff und wird bald abstürzen, wenn es so weitergeht. Da kommt unserem Freund Jack Stone die großartige Idee, er könnte doch aus dem Flugzeug und dem Helikopter ein Fluggefährt basteln, was er dann auch tut. Ich weiß zwar nicht, was er mit den übrig gebliebenen Teilen macht, aber er fliegt dann damit davon und das orangene Flugzeug kann dann sicher landen. Das ist die Geschichte dahinter. Das war immer ein bisschen komisch. Das hätte ich wirklich nicht verstanden. Aber gut. Sag uns doch einmal, was du von dem Set als solches hältst, meine Liebe. Wie gesagt, für dich ist es ja ein neues Set. Du hast die Jack Stone-Serie vorher nicht gekannt. Ich zeige euch währenddessen nochmal die Minifiguren ein bisschen genauer. Naja, ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt eben gesehen habe, wie gut meinem Neffen das gefällt und wie viel Spaß er damit hat. Jetzt bin ich ein bisschen voreingenommen, denn ich finde das einfach nur super süß und es gefällt mir sehr, dass er so viel Freude damit hat. An sich wäre es jetzt nicht so meins, um es mal so auszudrücken. Ja, also ich glaube, da brauchen wir nicht viel reden. Von der Ästhetik her gewinnt dieses Set auf jeden Fall keinen Preis. Auch die Figuren gefallen mir nicht so wahnsinnig. Die Figuren sehen auch aus wie irgendwelche Knock-offs von Lego und auch die Teile. Ich kann mich erinnern, wir haben mal ein großes Konvolut gekauft und da waren alle möglichen Teile drin und zum Teil auch leider ein paar falsche Lego-Teile, also keine originalen Lego-Teile. Und ich habe in diese Kiste mit den falschen Lego-Teilen auch unabsichtlich Jack Stone-Teile geworfen, da ich irgendwie geglaubt habe, dass diese Teile nicht von Lego sein können. Und ich bin dann erst später, wie ich dann genauer geschaut habe, beispielsweise diese Räder hier, da habe ich geglaubt, die sind nicht von Lego. Ich bin dann erst drauf gekommen, dass das alles andere Zeiten waren. Da haben wir in unserer tollen Serie mit dem Namen Perlen der Vergangenheit, wo übrigens hoffentlich bald Episode 2 kommt, zu welchem Thema wissen wir noch nicht, schon berichtet. Also um es ehrlich zu sagen, Rita hat schon vollkommen richtig gesagt, unserem 4-jährigen Neffen ist es wahrscheinlich komplett egal, ob er jetzt mit diesem Flughafen spielt oder mit dem neuen 100 Euro teuren Flughafen von Lego City. Mir kommt sogar vor, er hat mit dem Flughafen sehr viel Spaß gehabt und er hat schon gefragt, ob es da noch mehr gibt. Er ist ein großer Feuerwehrfan, es gibt da auch Feuerwehrsets. Also für 8 Euro kann man da wirklich nichts falsch machen. Schon gar nicht bei einem 4-Jährigen. Ja. Und die anderen Sets liegen auch teilweise jenseits von Gut und Böse im positiven Bereich, was den Preis anbelangt. Es gibt ein paar so kleinere Autos, die werden zum Teil für 1 Euro verkauft und das mit Minifigur und Zubehör und so weiter. Also das besticht schon. Ja, wir haben jetzt eigentlich da was ganz Cooles gefunden. Wir haben schon öfter überlegt, wie machen wir das mal, wenn zum Beispiel kleine Kinder in unsere Lego-Anlage kommen. Da haben wir schon ein paar Duplo-Sachen auf die Seite geräumt, aber für die ein bisschen größeren, zum Ablenken, für die ein bisschen größeren würde sich auch diese Jack Stone-Serie ganz gut anbieten. Wie gesagt, es macht da nichts, wenn was auseinanderfällt, weil jeder 2-Jährige kann das wieder selbst zusammenbauen. Und falls ihr euch jetzt fragt, wo dieser tolle Lego-Flughafen Platz in unserer Stadt finden wird, das verraten wir euch noch nicht. Da sind wir noch am Diskutieren. Vorerst wird er auch noch bespielt werden. Aber genau, er wird jetzt nicht das Riesensammlerstück. Wir werden auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, mal wieder ein Jack Stone Set für euch aufgabeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gefreut, wie ich das Set abgeholt habe und dann zu Hause in den Karton hineingeschaut habe und das alles aufgebaut habe. Mir gefällt es auch, die vielen bedruckten Teile. Ja, es passt alles nicht so wirklich zusammen. Aber wieso eigentlich nicht? Man kann von Jack Stone halten, was man will, aber für die Zielgruppe, die dieses Set im Fokus hat, was wahrscheinlich zwischen 3 und 5 Jahren liegt,
finde ich es nicht ganz dramatisch. Ach, da passt das super. Voll okay. Für den kleinen Geldbeutel auf jeden Fall zu haben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Zum Ausschlachten, bringt es nichts, weil die Teile, wie gesagt, für so gut wie nichts einen Nutzen haben. Außer man braucht orange Kisten. Orange Kisten, genau. Man kann eigentlich nicht mal diese großen Ebenenteile verwenden, denn die haben hier auch auf der Seite, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, diese komischen Stiele, damit man wiederum diese Säulen hier hineinbekommt. Also das passt irgendwie alles dann nicht ganz so gut zusammen, wenn man da wirklich jetzt im Mock-Bereich bauen will. Habe ich auch nicht viel gesehen. Jack Stone Mocks, das wäre mal eine tolle Idee. Wenn ihr da was habt, dann schickt uns doch mal Bilder. Das würde uns sehr interessieren und das ist nämlich sicher nicht leicht, da die Teile ja eigentlich immer nur alle einen Nutzen haben und so zusammenpassen wie von Lego gewünscht und nicht anders. Stimmt. Wir werden jetzt selbst noch ein bisschen mit diesem Flughafen spielen, noch ein paar Szenarien durchspielen. Die Landebahn ist wieder blockiert und so weiter. Ihr wisst es wird vielleicht das nächste Mal eine orangene Kiste hier von diesem Auto runtergefallen sein und dann wiederum für Probleme sorgen. Da muss unser Freund Jack Stone wieder ran. Und wir sehen uns dann demnächst hoffentlich wieder bei einem neuen Jack Stone Set. Oder auch nicht. Oder einem anderen Lego-Set. Und dann werden wir euch vielleicht wieder mal berichten, wie es so weitergeht mit unserem Flughafen. Ich glaube auch. In dem Sinne, baut auch ihr was Schönes, vielleicht Jack Stone, vielleicht aber auch einfach ganz was Normales. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Wir sind auf jeden Fall dabei und freuen uns. Bis zum nächsten Mal und tschüssi. Tschüss.